Lektion 1: Reise nach Jamaika. Jamaika ist eine wunderschöne Insel mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Ich freue mich sehr darauf, das Karibische Meer zu sehen. Sie sollten unbedingt die Duns River Falls in Ochorios besuchen. Ich habe gehört, dass das Erklimmen des Wasserfalls ein tolles Erlebnis ist. Sie sollten auch die lebhaften Märkte in Montego Bay erkunden. Ich möchte lokales Kunsthandwerk und frische Gewürze kaufen. Die Menschen dort sind sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Kann man tagsüber sicher in der Stadt spazieren gehen? Ja, aber sie müssen sich immer in den touristischen Hauptgebieten aufhalten. Welches Essen sollte ich dort unbedingt probieren? Du musst unbedingt das Yak Chicken mit Reis und Bohnen probieren. Ich werde auf dem Markt auch nach frischen tropischen Früchten Ausschau halten. Das Wetter wird sehr warm und sehr sonnig sein. Ich werde meinen Badeanzug und ausreichend Sonnenschutz einpacken. Vergessen Sie nicht, eine Kamera für Ihre Fotos mitzubringen. Ich möchte jeden Moment meines Truppenurlaubs festhalten. Ich drucke Ihnen jetzt gleich Ihre Flugtickets aus. Vielen Dank für Ihre ausgezeichneten Reisetipps, John. Ich wünsche Ihnen eine schöne und sichere Reise. Lektion 2: Sprachen lernen. Es ist wichtig, jeden Tag Englisch zu üben. Ich versuche, Bücher und Filme auf Englisch zu lesen, BZW anzusehen. Sie sollten neue Wörter aufschreiben und sie sofort korrigieren. Ich fürchte, ich werde das Gelernte wieder vergessen. Wiederholung ist der beste Weg, Informationen im Gedächtnis zu behalten. Manchmal bin ich sehr schüchtern, wenn ich mit anderen spreche. Fehler zu machen ist ein natürlicher Bestandteil des Lernprozesses. Ich möchte bald mehr wie ein Muttersprachler klingen. Konzentriere dich auf deine Aussprache und den Rhythmus der Wörter. Können wir ein kurzes Gespräch über den Alltag üben? Wir können Ihre Pläne für das kommende Wochenende besprechen. Ich habe vor, meine Großmutter zu besuchen und ihr beim Kochen zu helfen. Das ist eine tolle Möglichkeit, den Gebrauch der Vergangenheitsformen zu üben. Ich werde versuchen, während unseres Gesprächs 5 neue Wörter zu verwenden. Ich werde Ihnen aufmerksam zuhören und Ihnen Feedback geben. Vielen Dank für Ihre Geduld mit meinem Fortschritt. Du machst sehr schnell Fortschritte, weil du sehr hart arbeitest. Ich fühle mich jedes Mal selbstsicherer, wenn wir Unterricht haben. Ich werde Ihnen Hausaufgaben geben, die Sie bis Montag erledigen sollen. Lektion 3: Führungskompetenzen. Für diese Position wird eine Person mit sehr ausgeprägten Führungsqualitäten benötigt. Ich habe es immer genossen, Verantwortung für mein Team zu übernehmen. Welche Schritte haben Sie unternommen, um Ihre Führungsqualitäten weiterzuentwickeln? Ich habe in letzter Zeit an mehreren professionellen Workshops teilgenommen. Das zeugt von großem Engagement und viel Eigeninitiative. Ich habe auch viele Bücher über erfolgreiches Unternehmensmanagement gelesen. Wie geht man mit einem Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern um? Ich höre mir beide Seiten an und suche nach einer fairen Lösung. Kommunikation ist das wichtigste Werkzeug für jeden Anführer. Ich stimme zu, dass klare Erwartungen dazu beitragen, viele Probleme zu vermeiden. Wir brauchen jemanden, der andere zu harter Arbeit motivieren kann. Ich gehe mit gutem Beispiel voran und bewahre stets eine positive Einstellung. Haben Sie schon einmal ein sehr großes Projekt geleitet? Ich war für die jährliche Marketingkampagne meines vorherigen Unternehmens verantwortlich. Die Ergebnisse dieser Kampagne waren in der Tat sehr beeindruckend. Ich bin bereit, in diesem Unternehmen weitere Herausforderungen anzunehmen. Ich werde Ihre Bewerbung mit den leitenden Direktoren besprechen. Vielen Dank für die Gelegenheit, meine Erfahrungen zu teilen. Ich werde Sie nächste Woche über unsere endgültige Entscheidung informieren. Lektion 4: Abendessen Optionen. Wir müssen für die kommende Woche mehr Gemüse kaufen.
Ich werde Karotten, Zwiebeln und Salat zur Liste hinzufügen. Vergessen Sie nicht, auch Hühnchen und Nudeln als Abendessenoptionen anzubieten. Wir sollten auch noch Knoblauch und Olivenöl kaufen. Ich möchte am Dienstagabend ein gesundes Essen kochen. Wir können einen großen Salat mit gegrillter Hähnchenbrust zubereiten. Das klingt nach einem sehr leckeren und nahrhaften Plan. Haben wir genug Tomatensauce für das Nudelgericht? Wir haben noch ein Glas übrig, aber wir sollten ein weiteres kaufen. Ich werde heute den Preis für frischen Fisch überprüfen. Fisch ist eine hervorragende Proteinquelle für unsere Ernährung. Hoffentlich gibt es im Supermarkt Bio-Zitronen im Angebot. Zitronen verleihen vielen verschiedenen Gerichten einen sehr feinen Geschmack. Ich nehme die wiederverwendbaren Taschen aus dem kleinen Schrank. Es ist wichtig, unseren Verbrauch an Plastiktüten zu reduzieren. Ich bin bereit, jetzt sofort in den Laden zu gehen. Ich fahre das Auto, während Sie die Liste überprüfen. Ich glaube, wir haben alles, was wir für die Woche brauchen. Ich helfe dir später beim Hineintragen der schweren Taschen. Lektion 5 Küchenbereich. Dieses Geschäft hat eine sehr große Auswahl an Möbeln. Mir gefällt der Stil dieser modernen Esstische sehr gut. Die Qualität des Holzes scheint sehr hoch zu sein. Ich brauche neue Nummernschilder für meine Wohnung. Das klingt interessant. Ich werde mir den Küchenbereich beim nächsten Mal genauer ansehen. Dort drüben gibt es sehr bunte Schüsseln und Gläser. Ich suche eine neue Kaffeemaschine für mein Büro. Dieses Modell ist sehr beliebt und sehr einfach zu bedienen. Ich werde das Handbuch lesen, um die Besonderheiten kennenzulernen. Es kann sowohl Espresso als auch normalen schwarzen Kaffee zubereiten. Das ist genau das, was ich für meine Morgenroutine brauche. Wir sollten auch einen Blick auf die weichen Handtücher im hinteren Bereich werfen. Meine Handtücher sind sehr alt und müssen ersetzt werden. Diese blauen Handtücher sind sehr weich und sehr dick. Ich werde 4 davon für mein Gästebad kaufen. Die Schlange an der Kasse ist nicht sehr lang. Wir sollten jetzt bezahlen, bevor der Laden zu voll wird. Ich bin sehr zufrieden mit den Dingen, die wir heute gefunden haben. Ich helfe Ihnen beim Einpacken in die Einkaufstüten. Lektion 6 Vergleich von Geschäften. Unser jetziger Fernseher ist sehr klein und sehr alt. Ich möchte einen Smart TV mit großem Bildschirm kaufen. Wir sollten die Preise in verschiedenen Elektronikgeschäften vergleichen. Lasst uns am Samstag treffen und mit unserem Vergleich der Elektronikgeschäfte beginnen. Wir können die 3 größten Geschäfte der Stadt besuchen. Ich werde die Online-Bewertungen der besten Marken überprüfen. Manche Geschäfte bieten eine bessere Garantie als andere. Eine lange Garantiezeit ist bei teuren Elektronikgeräten sehr wichtig. Ich möchte die Bildqualität mit eigenen Augen sehen. Wir sollten auch nach den Kosten für die Hauszustellung fragen. Manche Unternehmen bieten Neukunden eine kostenlose Installation an. Das würde uns viel Zeit und Mühe ersparen. Ich werde mein Notizbuch mitbringen, um die Preise aufzuschreiben. Wir müssen einen Fernseher finden, der in unser Wohnzimmer passt. Ich werde heute Abend den Platz an der Wand ausmessen. Ich freue mich darauf, Filme auf einem besseren Bildschirm zu sehen. Das wird unser Heimkinoerlebnis deutlich verbessern. Ich rufe Sie am Samstagmorgen an, um zu beginnen. Ich werde pünktlich um 10 Uhr abfahrbereit sein. Lektion 7 Antrittsrede. Abraham Lincoln war ein sehr weiser und einflussreicher Anführer. Seine Reden werden auch heute noch von vielen Menschen studiert. Er sprach über die Tragödie des amerikanischen Bürgerkriegs. Beide Seiten haben in dieser schwierigen Zeit sehr gelitten. Alle fürchteten den Krieg und alle versuchten, ihn abzuwenden.
Während der Antrittsrede hoffte er auf Frieden. Er wollte die Wunden der gesamten Nation heilen. Seine Worte waren voller Mitgefühl und dem Wunsch nach Einheit. Es handelt sich um ein sehr bewegendes Stück historischer Literatur. Warum dauerte der Krieg so lange? Es gab sehr tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über viele gesellschaftliche Fragen. Die Geschichte lehrt uns, dass Frieden viel Arbeit erfordert. Lincoln erlebte den vollständigen Wiederaufbau nicht mehr. Sein Vermächtnis ist nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Identität. Mein nächster Aufsatz wird sich mit seiner politischen Philosophie befassen. Im Schularchiv finden Sie zahlreiche Originaldokumente. Ich werde morgen dorthin fahren, um mit meiner Primärforschung zu beginnen. Ich würde Ihre Arbeit gerne lesen, sobald sie fertig ist. Ich werde Ihnen nächste Woche den ersten Entwurf zukommen lassen. Lektion 8: Diskussionsbegriffe. Guten Morgen, ich freue mich, dass wir die Bedingungen besprechen können. Vielen Dank, dass Sie mich heute in der Wohnung empfangen haben. Welche Bedenken haben Sie hinsichtlich des monatlichen Mietpreises? Ich möchte wissen, ob die Kosten die Wasserrechnung beinhalten. Ja, Wasser- und Müllabfuhr sind in der Miete enthalten. Das ist sehr hilfreich für meine monatliche Budgetlandung. Die Strom- und Internetrechnungen müssen separat bezahlt werden. Gibt es im Gebäude eine spezielle Regelung bezüglich Haustieren? Kleine Hunde sind erlaubt, jedoch muss eine Kaution hinterlegt werden. Ich habe eine kleine Katze, die sehr ruhig und sauber ist. Solange eine Katze im Haus bleibt, ist alles in Ordnung. Wann ist die Miete jeden Monat fällig? Bitte zahlen Sie die Miete bis zum ersten Tag des Monats. Kann ich per Online-Überweisung bezahlen? Ja, das ist die effizienteste Art, mich zu bezahlen. Ich bin sehr daran interessiert, den Vertrag heute zu unterzeichnen. Ich werde die Rechtsdokumente zur Unterzeichnung vorbereiten. Ich freue mich darauf, am kommenden Wochenende einzuziehen. Ich gebe Ihnen die Schlüssel, sobald wir fertig sind. Lektion 9: Standortbestimmung. Die neue Bibliothek verfügt über eine sehr große Büchersammlung. Ich möchte einen ruhigen Ort finden, um für meine Prüfungen zu lernen. Ist die Bibliothek von hier aus leicht zu finden? Ja, es ist ganz in der Nähe und man kann es nicht verfehlen. Gehen Sie diese Straße entlang, bis Sie den Hauptpark erreichen. Soll ich am großen Brunnen links oder rechts abbiegen? Sie müssen rechts abbiegen und am Postamt vorbeigehen. Ist das Gebäude modern oder sieht es sehr alt aus? Es ist ein sehr modernes Gebäude mit vielen Glasfenstern. Ich hoffe, Sie haben eine gute Abteilung für Fremdsprachen. Dort gibt es Bücher in über 20 verschiedenen Sprachen. Das ist perfekt für mein Englisch- und Spanischstudium. Die Bibliothek stellt außerdem kostenlose Computer für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Ich werde meinen eigenen Laptop mitbringen, um deren Internet zu nutzen. Im Inneren befindet sich ein kleines Café, falls Sie Hunger bekommen. Ich werde heute Nachmittag dorthin fahren, um den Ort zu erkunden. Es ist eine sehr schöne Bereicherung für unsere Stadt. Vielen Dank für Ihre sehr klaren und einfachen Anweisungen. Gerne helfe ich Ihnen, den Weg dorthin zu finden. Lektion 10: Ungewöhnliche Arten. Charles Darwin war ein sehr berühmter Wissenschaftler und Entdecker. Er bereiste viele Inseln, um die dortigen Tiere zu studieren. Auf seiner Reise entdeckte er viele ungewöhnliche Vogelarten. Mehrere dieser Vögel schienen eng miteinander verwandt zu sein. Sie unterschieden sich jedoch in der Form ihrer kleinen Schnäbel. Diese Beobachtung half ihm bei der Entwicklung der Evolutionstheorie. Die Umwelt beeinflusst, wie sich Tiere über einen langen Zeitraum verändern. Es ist erstaunlich, wie sich die Natur an unterschiedliche Herausforderungen anpasst.
Diese Vögel sind heute als Darwin-Finken bekannt. Gibt es heute noch viele dieser Vögel auf den Inseln? Ja, Wissenschaftler besuchen die Inseln noch immer, um sie zu erforschen. Wir müssen ihren Lebensraum vor den Auswirkungen der Umweltverschmutzung schützen. Der Artenschutz ist für das Überleben seltener Arten von großer Bedeutung. Ich möchte ein echtes Foto dieser einzigartigen Vögel sehen. Im Nebenraum befindet sich ein großer Bildschirm mit einem Video. Lasst uns dorthin gehen, um mehr über ihre Geschichte zu erfahren. Ich werde die Hinweisschilder entlang des Flurs lesen. Dieses Museum ist ein sehr lehrreicher Ort für alle. Ich werde mir am Ausgang ein Buch über Biologie kaufen. Lektion 11. Sich an die Liste halten. Es ist sehr leicht, im Einkaufszentrum zu viel Geld auszugeben. Ich kaufe oft Dinge, die ich eigentlich nicht brauche. Am besten hältst du dich an deine Liste und gibst nicht nach. Es braucht Übung, aber mit der Zeit werden Sie Erfolg haben. Sie sollten nur so viel Bargeld mit sich führen, wie Sie ausgeben möchten. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, meine täglichen Ausgaben zu begrenzen. Schauen Sie sich nicht die Artikel an, die nicht auf Ihrer Liste stehen. Aber die Werbung ist sehr ansprechend und sehr farbenfroh. Marketingunternehmen wollen, dass Sie Ihr Geld schnell ausgeben. Ich werde versuchen, beim Einkaufen vorsichtiger und umsichtiger zu sein. Sie werden sich viel besser fühlen, wenn Sie Ihre Ersparnisse sehen. Ich möchte dieses Jahr Geld für einen neuen Laptop sparen. Dann müssen Sie bei Ihrem wöchentlichen Budget sehr diszipliniert sein. Ich werde jeden Cent aufschreiben, den ich täglich ausgebe. Das Verfolgen der eigenen Ausgaben ist eine sehr effektive Gewohnheit. Vielen Dank für Ihre klugen und hilfreichen Finanztipps. Ich bin sicher, dass Sie Ihr Ziel sehr bald erreichen werden. Ich werde morgen früh mit meinem neuen Sparplan beginnen. Ich werde Ihren Fortschritt am Ende des Monats überprüfen. Lektion 12. Kanadische Tags. Kanada hat einige der schönsten Parks der Welt. Ich möchte die Berge und die großen blauen Seen sehen. Dort gibt es viele verschiedene Arten von Wildtieren. Diese 4 kanadischen Nationalparks umfassen ein großes Gebiet. Sie umfassen eine Fläche von 14.300 Quadratmeilen. Die 4 Parks befinden sich alle in den Rocky Mountains. Am Himmel kann man Bären, Elche und viele Adler sehen. Kann man im Sommer in den Parks zelten. Ja, aber Sie müssen sich viele Monate im Voraus einen Platz reservieren. Ich möchte auf den Wanderwegen in der Nähe der Gletscher wandern. Sie müssen warme Kleidung mitbringen, denn es ist sehr kalt. Die Luft in den Bergen ist sehr frisch und sehr sauber. Es ist ein perfekter Ort für Menschen, die die Natur lieben. Wie gelangen wir zwischen den verschiedenen Parkstandorten? Sie sollten sich ein Auto mieten, um alles in Ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Ich werde nach einer Karte der gesamten Bergkette suchen. Wir können eine zweiwöchige Reise für nächsten Juli planen. Ich freue mich sehr darauf, einen so naturbelassenen Ort zu besuchen. Ich werde die besten Hotels in der Nähe des Parkeingangs ausfindig machen. Lektion 13. Sommerraum. Alexander Graham Bell ist vor allem für das Telefon bekannt. Viele seiner Sommer verbrachte er in der Provinz Nova Scotia. Er lebte auf einer wunderschönen Insel namens Cape Breton. Die Insel erinnerte Bell an sein Heimatland Schottland. Nun hatte er im Sommer Zeit, seiner Arbeit nachzugehen. Er führte dort viele Experimente mit Drachen und Flugzeugen durch. Er liebte die friedliche Atmosphäre der kanadischen Küste. Für einen Wissenschaftler ist ein ruhiger Arbeitsplatz wichtig. Sein Haus ist heute eine sehr beliebte nationale historische Stätte. Können Touristen das Haus besichtigen, in dem er lebte und arbeitete?
Ja, es gibt ein großes Museum, das seinem Leben gewidmet ist. Er war ein sehr kreativer Mann mit vielen verschiedenen Interessen. Er setzte sich auch sehr für gehörlose Menschen ein. Seine Mutter und seine Frau waren beide taub. Diese persönliche Verbindung beeinflusste seine vielen Erfindungen. Ich möchte die Originalmodelle seiner ersten Maschinen sehen. Wir können das Museum in unseren nächsten Sommerferien besuchen. Nova Scotia scheint ein sehr interessantes Reiseziel zu sein. Ich werde für uns eine Führung durch die historische Stätte buchen. Lektion 14. Großmutter Sachen. Du hast viele interessante Dinge in diesen alten Kisten gefunden. Meine Großmutter sagte mir, ich dürfe behalten, was ich wolle. Hat sie Ihnen bezüglich dieser Gegenstände konkrete Ratschläge gegeben? Sie sagte, es sei alles nur Ramsch und nicht besonders wertvoll. Ich glaube, diese alte Uhr ist tatsächlich ein sehr seltenes Antiquitätenstück. Es funktioniert auch nach so vielen Jahren im Dunkeln noch einwandfrei. Dieses Buch mit alten Briefen ist ebenfalls ein großer Schatz. Sie wurden von meinem Großvater während des Ersten Weltkriegs geschrieben. Sie sollten diese Gegenstände aufbewahren, um sich an Ihre Familiengeschichte zu erinnern. Ich werde sie sorgfältig reinigen und in ein Regal stellen. Geschichte wird persönlicher, wenn sie von den eigenen Verwandten erzählt wird. Ich bin sehr froh, dass ich sie nicht weggeworfen habe. Manche Menschen erkennen den Wert ihrer eigenen Vergangenheit nicht. Ich werde diese Briefe meinen Kindern schon bald zeigen. Das ist eine wunderbare Art, Familiengeschichten weiterzugeben. Hast du irgendwelche alten Schätze in deinem Haus, John? Ich besitze eine alte Kamera, die meinem Vater gehörte. Du solltest es beim nächsten Besuch mitbringen. Ich zeige Ihnen, wie man damit ein Foto macht. Lektion 15. Verfügbare Taxis. Es tut mir sehr leid, dass Ihr Flug so verspätet angekommen ist. Ich hatte Angst, dass ich keine Mitfahrgelegenheit nach Hause finden würde. Zum Glück standen am Hauptausgang Taxis bereit. So musste ich in der kalten Nacht nicht lange warten. Der Flughafen ist zu dieser Tageszeit normalerweise sehr stark frequentiert. Der Taxifahrer war sehr höflich und fuhr sehr sicher. Mussten Sie für die Reise einen sehr hohen Preis bezahlen? Der Fahrpreis war angemessen, weil ich eine mobile App benutzt habe. Dank der Technologie ist das Reisen heute viel einfacher als früher. Ich bin sehr müde und möchte jetzt schlafen gehen. Ich werde Ihren schweren Koffer bis zur Haustür tragen. Danke, John, dass du zu dieser späten Stunde auf mich gewartet hast. Ich wollte sicher gehen, dass du gut nach Hause gekommen bist. Ich rufe dich morgen an, nachdem ich mich etwas ausgeruht habe. Schlaf gut und mach dir keine Sorgen um deine Arbeit. Ich hoffe, das Wetter ist bei meinem nächsten Flug besser. Laut Wettervorhersage soll morgen die Sonne scheinen. Das sind ja tolle Neuigkeiten für meine Wochenendpläne. Wir sehen uns am Montagmorgen im Büro. Lektion 16. Einfacher Kochen. Ich koche in letzter Zeit viel häufiger zu Hause. Welche kleine Anschaffung hat Ihnen das Kochen erleichtert? Ich habe mir letzte Woche einen sehr scharfen Gemüseschäler gekauft. Ein guter Sparschäler kann Ihnen viel Vorbereitungszeit ersparen. Es geht viel schneller als mit einem normalen Küchenmesser. Ich habe mir vor kurzem eine kleine digitale Waage zum Backen gekauft. Das Abwiegen der Zutaten ist wesentlich genauer. Meine Kuchen schmecken jetzt viel besser als früher. Ich möchte mir außerdem eine kleine Presse für frischen Knoblauch kaufen. Das ist ein sehr nützliches Küchengerät zur Zubereitung von Pastasauge. Küchengeräte müssen nicht sehr teuer sein. In der Küche sind einfache Hilfsmittel oft die hilfreichsten.
Ich freue mich jeden Tag darauf, neue Rezepte aus dem Internet zu entdecken. Kochen ist ein sehr entspannendes Hobby nach einem langen Arbeitstag. Ich lade dich zum Abendessen ein, um ein neues Gericht zu probieren. Ich würde mich sehr freuen, Ihre Hausmannskost zu probieren. Ich werde am kommenden Freitag alles für uns vorbereiten. Ich bringe ein frisches Dessert mit, das wir teilen können. Ich freue mich auf einen sehr angenehmen Abend. Lektion 17. Interesse bekunden. Du kannst sehr stolz auf dein neues Jobangebot sein, Anna. Bevor ich unterschreibe, möchte ich noch ein paar weitere Vorteile aushandeln. Das kann einen großen Unterschied in Ihrem Alltag ausmachen. Ich möchte 2 zusätzliche Urlaubstage beantragen. Haben Sie auch Ihr Interesse an diesen Vergünstigungen bekundet? Ich werde sie in meinem Gespräch mit dem Manager erwähnen. Sie sollten auch nach der Möglichkeit der Fernarbeit fragen. Einen Tag pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten, wäre perfekt. Viele moderne Unternehmen sind sehr flexibel, was die Arbeitszeiten angeht. Ich bin etwas nervös, nach mehr Geld zu fragen. Sie verfügen über viele Fähigkeiten, die für dieses Unternehmen wertvoll sind. Ich werde professionell auftreten und meine Bedürfnisse sehr deutlich formulieren. Es ist besser, jetzt zu verhandeln, als später zu warten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre hilfreichen Ratschläge. Sie verdienen einen Vertrag, der Sie sehr glücklich macht. Ich rufe dich nach dem Treffen an, um dir die Neuigkeiten mitzuteilen. Ich bin sicher, Sie werden ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Ich fühle mich jetzt viel besser auf das Gespräch vorbereitet. Ich warte heute Nachmittag auf deinen Anruf, Anna. Lektion 18, Gang 5. Dieser Supermarkt ist sehr groß und etwas unübersichtlich. Ich habe das Mehl und die frischen Bio-Eier gefunden. Perfekt. Können Sie mir zeigen, wo der weiße Zucker ist? Natürlich befindet es sich in Gang 5 neben dem Mehl. Ich muss außerdem noch dunkle Schokolade für den Kuchen besorgen. Alle Backzutaten befinden sich im selben Bereich. Gibt es diese Woche in diesem Geschäft einen Butterausverkauf? Ja, beim Kauf von 2 Packungen erhalten Sie einen Rabatt. Ich nehme 2 Packungen, weil ich sehr oft backe. Wir sollten auch noch frische Erdbeeren für die Garnierung kaufen. Sie befinden sich in der Obst- und Gemüseabteilung im vorderen Bereich. Ich hoffe, sie sind heute süß und sehr reif. Ich werde die Etiketten überprüfen, um die Verfallsdaten zu sehen. Für Backwaren ist es wichtig, möglichst frische Zutaten zu verwenden. Unser Kuchen wird morgen der beste auf der Party sein. Ich freue mich sehr darauf, heute Abend mit den Vorbereitungen zu beginnen. Ich helfe dir beim Anrühren des Teigs in der Küche. Vielen Dank, dass Sie mir beim Einkaufen dieser Artikel geholfen haben. Ich treffe Sie in 10 Minuten an der Kasse. Lektion 19. Ein leckeres Frühstück. Ich bin nach unserem langen Spaziergang heute Morgen sehr hungrig. Die Speisekarte dieses Cafés bietet viele wunderbare Gerichte. Was möchten Sie zum Frühstück bestellen? Ich mag Eier, Speck und frisches Obst der Saison. Das klingt köstlich und macht heute bestimmt satt. Ich nehme außerdem ein großes Glas Orangensaft. Ich esse Pfannkuchen am liebsten mit viel Ahornsirup. Möchten Sie auch noch heißen Kaffee? Ja, eine Tasse schwarzer Kaffee ist genau das Richtige für mich. Die Atmosphäre hier ist sehr gemütlich und sehr ruhig. Das ist ein großartiger Ort, um unser verlängertes Wochenende zu beginnen. Ich möchte nach dem Essen das örtliche Museum besuchen. Dort gibt es eine neue Ausstellung über die Geschichte der Antike. Ich finde es spannend, etwas darüber zu lernen, wie die Menschen früher gelebt haben. Unser Essen wird gerade an unseren Tisch gebracht.
Eis sieht sehr frisch aus und riecht sehr gut. Ich werde die Rechnung als besondere Aufmerksamkeit für dich übernehmen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Ich freue mich, diesen Morgen mit Ihnen zu verbringen. Lektion 20. Harte Arbeit. Ich habe die Bewertung deiner Abschlussarbeit im Fach Geschichte abgeschlossen, Anna. Ich habe viele Stunden in der Stadtbibliothek recherchiert. Zunächst einmal möchte ich Ihre harte Arbeit würdigen. Ich wollte sicher gehen, dass alle meine Fakten korrekt waren. Ihr Engagement für das Thema ist mir sehr deutlich geworden. Ich fand das Thema der industriellen Revolution sehr interessant. Sie haben die sozialen Veränderungen auf sehr einfache Weise erklärt. Ich habe außerdem mehrere Landkarten und einige alte Fotografien beigefügt. Diese visuellen Hilfsmittel haben Ihre Präsentation wesentlich wirkungsvoller gemacht. Ich freue mich sehr über diese positive Note. Sie besitzen ein natürliches Talent für die Analyse historischer Ereignisse. Ich hoffe, nächstes Jahr an der Universität Geschichte studieren zu können. Sie sollten sich unbedingt bald für das Stipendienprogramm bewerben. Ich werde Sie um ein Empfehlungsschreiben bitten. Es wäre mir eine Ehre, einen Brief für Sie zu schreiben, Anna. Vielen Dank für Ihre ständige Unterstützung während dieses Semesters. Es ist mir eine Freude, einen so engagierten Schüler zu haben. Ich werde weiterhin in allen meinen Kursen hart arbeiten. Ich freue mich darauf, Ihre zukünftigen akademischen Erfolge mitzuerleben. Lektion 21. Frühlingsblumen. Das Wetter wird diese Woche endlich deutlich wärmer. Ich bin sehr froh, dass der Winter nun endlich vorbei ist. Ich auch. Ich liebe besonders den Frühling, wenn die Blumen blühen. Die Kirschblüten sind wunderschön und sehr rosa. Ich kann die Vögel in den hohen grünen Bäumen singen hören. Heute fühlt sich alles sehr frisch und voller neuem Leben an. Wir sollten bald mal eine lange Wanderung in den Bergen machen. Ich möchte dort ein paar Fotos von den Wildblumen machen. Der Frühling ist meiner Meinung nach die beste Zeit für Outdoor-Fotografie. Hast du eine Lieblingsblumenart, Joan? Mir gefällt die leuchtend gelbe Farbe der Sonnenblumen sehr gut. Ich bevorzuge den süßen Duft der weißen Jasminblüten. Die Natur hat uns heute so viele verschiedene Farben zu zeigen. Es gibt mir ein Gefühl von Energie und macht mich sehr glücklich. Wir sollten uns auf diese Bank setzen und die Aussicht genießen. Das ist eine sehr friedliche Idee für einen Freitagnachmittag. Ich werde uns etwas Wasser vom Brunnen holen. Danke, die Sonne scheint heute ziemlich stark. Ich werde die frische Luft noch ein paar Minuten genießen. Lektion 22. Abfahrtski. Die Berge in dem Video sehen sehr steil und gefährlich aus. Man kann mit hoher Geschwindigkeit einen Hang hinunterfahren. Viele Menschen finden den Skisport sehr aufregend. Es erfordert viel Ausgeglichenheit und viel Mut. Ich hätte zu viel Angst, so schnell auf Schnee zu fahren. Professionelle Skifahrer trainieren jahrelang, um sicher unterwegs zu sein. Sie tragen spezielle Helme und Schutzbrillen. Die Landschaft in den hohen Bergen ist absolut atemberaubend. Ich ziehe es vor, in der Lodge zu bleiben und eine heiße Schokolade zu Das trinken. ist eine wesentlich sicherere Art, die Wintersaison zu genießen. Haben Sie schon einmal versucht, auf einem kleinen Hügel Ski zu fahren? Ich war einmal dort, als ich noch ein sehr junges Mädchen in der Schule war. Ich möchte gerne wissen, ob der Hügel nicht zu steil ist. Wir könnten im nächsten Januar gemeinsam einen Anfängerkurs besuchen. Das klingt nach einem tollen und sehr aktiven Winterplan. Ich werde nach einem Skigebiet in unserer Nähe suchen. Ich werde die Preise für die Anmietung der Ausrüstung prüfen.
Ich hoffe, wir fallen nicht allzu oft hin. Ich werde beim Erlernen der neuen Fertigkeit sehr vorsichtig sein. Lektion 23. Operationssaal. Wir müssen sicherstellen, dass alle Instrumente absolut steril sind. Ich habe die Liste überprüft und alles ist jetzt bereit. Der Arzt und die Krankenschwestern werden im Operationssaal beschäftigt sein. Sie werden sich darauf vorbereiten, meine Operation bald durchzuführen. Bitte überprüfen Sie die Herzfrequenz des Patienten noch einmal. Der Patient ist stabil und bereit für den Eingriff. Wir müssen schnell und mit höchster Konzentration arbeiten. Ich werde Ihnen während des Einsatzes mit den Werkzeugen behilflich sein. In diesem Umfeld mit hohem Leistungsdruck ist eine klare Kommunikation unerlässlich. Ich bin bereit, alle Ihre medizinischen Anweisungen zu befolgen. Die Operation sollte etwa 2 Stunden dauern. Ich werde die Atmung des Patienten während dieser Zeit überwachen. Wir haben heute ein sehr kompetentes Team in unserem Team. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieser Person helfen können. Beginnen wir nun mit den letzten Vorbereitungen für die Operation. Ich schalte jetzt die Spezialbeleuchtung im Zimmer ein. Alle müssen heute ruhig und sehr professionell bleiben. Ich bin bereit anzufangen, sobald Sie bereit sind, Doktor. Ich werde das Team nun durch den ersten Schritt führen. Lektion 24. Neue Orte. Ich habe schon über unseren nächsten gemeinsamen Urlaub nachgedacht. Ich liebe es absolut, mit dir neue Orte zu entdecken, John. Wohin soll unsere nächste große Reise gehen? Ich möchte die historischen Städte Italiens besuchen. Das klingt nach einer wundervollen und sehr romantischen Idee. Wir können die antiken Ruinen besichtigen und köstliche Pasta essen. Ich möchte die Museen in Florenz besuchen. Wir sollten auch eine Bootsfahrt in der Stadt Venedig unternehmen. Italien hat eine sehr reiche Geschichte und eine wunderschöne Kultur. Ich werde heute mit der Suche nach den besten Flugpreisen beginnen. Wir sollten im Frühling reisen, wenn es nicht so heiß ist. Das ist eine sehr kluge Art, die großen Menschenmengen zu vermeiden. Ich werde nach einem kleinen Hotel in der Nähe des Stadtzentrums suchen. Ich möchte vor unserer Abreise ein paar italienische Grundwörter lernen. Das Erlernen der Landessprache ist eine sehr respektvolle Geste. Ich werde ein kleines Sprachbuch kaufen, damit wir gemeinsam lernen können. Wir werden eine fantastische Zeit beim Erkunden eines neuen Landes haben. Ich freue mich sehr darauf, mit der Planung dieser Reise zu beginnen. Ich werde jeden Monat etwas Geld für unseren Urlaub sparen. Lektion 25. Hausbäckerei. Du warst schon immer eine sehr talentierte Bäckerin, Anna. Ich denke darüber nach, diesen Sommer eine Hausbäckerei zu eröffnen. Das klingt köstlich. Wie gedenken Sie anzufangen? Ich werde zunächst mein Brot auf dem lokalen Markt verkaufen. Sie sollten auch eine Seite in den sozialen Medien erstellen, auf der Bestellungen entgegengenommen Das werden ist eine können. großartige Möglichkeit, mehr Menschen in der Stadt zu Ich erreichen. kann Ihnen bei der Gestaltung eines professionellen Logos für Ihre Marke helfen. Vielen Dank, das wäre ein sehr hilfreiches Geschenk für mich. Wie wird Ihr neues Kleinunternehmen heißen? Ich denke darüber nach, es Annas süße Köstlichkeiten zu nennen. Das ist ein sehr einprägsamer und leicht zu merkender Name für eine Bäckerei. Ich möchte mich darauf konzentrieren, ausschließlich gesunde und biologische Zutaten zu verwenden. Viele Kunden bevorzugen den Kauf hochwertiger und frischer Lebensmittel. Ich werde jeden Morgen alles in meiner eigenen Küche backen. Sie müssen die örtlichen Gesetze zum Verkauf von Lebensmitteln aus eigener Herstellung überprüfen. Ich werde morgen im Rathaus anrufen und um Rat fragen. Ich bin mir sicher, dass Ihr Unternehmen ein sehr großer Erfolg werden wird. Ich gebe Ihnen eine kostenlose Kostprobe meines neuen Kochens. Ich werde Ihre erste und treueste Kundin sein, Anna.